Hallo Leute, heute teile ich mit Ihnen eine erstaunliche Strategie mit einem Oszillator für den erfolgreichen Handel mit binären Optionen. Ja, das ist genau das, was Ihnen helfen wird, selbstbewusst in Richtung finanzielle Unabhängigkeit zu gehen. Sind Sie bereit, in die Welt der Chancen und Gewinne einzutauchen? Dann fangen wir an. Ich habe viele Anfragen bekommen, den Awesome Oszillator noch einmal zu erklären, deshalb mache ich dieses Video für Sie. In diesem Video erzähle ich Ihnen also von einer Strategie mit dem Awesome Oszillator Indikator, wie er funktioniert, wie man mit mir Einstiegspunkten findet, wie man damit Geschäfte macht und Geld verdient. Viel Spaß damit, los geht's! Bevor wir mit dem Handel beginnen, nehmen wir alle Einstellungen vor. Wir wählen den Kerzentyp der Grafik, eine minütige Grafik im 1 und natürlich fügen wir unseren Awesome Oszillator Indikator hinzu. Er ist bereits hinzugefügt. Wir klicken ihn einmal an. Ihr benötigt keine weiteren Einstellungen. Die kurze Periode ist 5, die lange Periode ist 34. Wir belassen es so. Schauen wir uns an, wie er funktionieren soll. Voraus sollten wir achten. Wir sehen die Grafik und den Indikator, den Oszillator. Also schauen Sie. Es gibt einen grünen Scheitelpunkt auf dem Oszillator. Er befindet sich genau hier. Die Grafik steigt, aber Oszillator fehlt. Wenn wir eine Linie ziehen, lassen Sie es mich noch einmal zeigen. Also, wenn wir eine Linie durch die beiden Scheitelpunkte ziehen, sehen wir, dass der Oszillator gegen 0 tendiert. Das könnte auf einen Trendwechsel und ein mögliches Geschäft hinweisen. Also, der erste Scheitelpunkt ist viel größer als der zweite. Der zweite Scheitelpunkt ist größer als der dritte Scheitelpunkt, daher fällt der Oszillator, während die Grafik noch ansteigt. Innerhalb solchen Divergenzen werden wir nach Einstiegspunkten finden. Analysieren wir eine andere Grafik mit einem offensichtlichen Einstiegspunkt und einem klaren Signal zum Einstieg in den Markt. Sobald wir sie gefunden haben, zeige ich Ihnen, wie wir ein Geschäft abschließen. Auch ein gutes Beispiel. Wir sehen den ersten und den zweiten Höchststand. Wir zeichnen eine Linie, die auf 0 zugeht. Wir sehen ein Wachstum in der Grafik, aber der Oszillator ist rückläufig. Wir warten also auf einen guten Einstiegspunkt und handeln auf fallend. Ich hoffe, das ist klar. Wir handeln auf fallend, wenn wir den nächsten Scheitelpunkt sehen, vielleicht sogar früher. Wir warten darauf, dass diese Kerze in 20 Sekunden schließt. Alle Faktoren deuten darauf hin, dass der Preis ein wenig nach unten gehen wird. Den wir sehen, dass die Grafik steigt, aber der Oszillator fehlt. Es kommt also zu einer solchen Divergenz zwischen der Grafik und dem Indikator. Machen wir einen Deal für fallende Kurse, den wir sehen, dass der Oszillator fehlt, während die Grafik noch steigt. Also machen wir es. Und obwohl wir idealerweise nach der ersten roten Kerze einen Deal hätten machen sollen, dann würden wir auf jeden Fall Gewinne erzielen und das Geschäft mit Gewinn abschließen. Wir waren ein bisschen spät dran, aber hier ist ja noch was Zeit. Wunderbar, das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen, alles hat wunderbar funktioniert. Schauen wir uns den Indikator noch einmal an. Sehen Sie, idealerweise hätten wir nach dieser ersten roten Kerze in den Markt eingestiegen sollen. Dann hätten wir mit Sicherheit ohne Probleme verdient. Wir sind fast ganz am Ende eingestiegen, als der Indikator schon fertig war. Das sollte man besser nicht so tun. Aber Sie verstehen wahrscheinlich das Prinzip. Lassen Sie uns ein deutliches Beispiel finden, bei dem wir genau den Moment erwischen, in dem der Indikator uns zum Einstieg trägt. Ich denke, nach dem nächsten Geschäft wird es für Sie verständlicher sein. Übrigens gibt es noch eine weitere interessante Sache bei dieser Strategie, auf diese achten sollten. Vergessen Sie diese Linie hier nicht, die Nulllinie. Wenn wir sehen, dass der erste Strich unter dieser Linie liegt, können wir auch einen Deal für fallende oder steigende Kurse machen, je nachdem, was für einen Trend es gab. Diesmal lagen die Striche darüber. Also wenn wir sehen, dass der erste Strich hinter der Nulllinie liegt, ist das ebenfalls ein Signal zum Einstieg. Schauen wir, ob diese Situation dieselbe ist. Also, wenn ja, machen wir ein Geschäft zum Fallen, falls der erste Stück unter der Nulllinie erscheint, wie es hier der Fall war. Also schauen wir noch einmal nach. Hier ist ein Stock über Null erschienen, diese hier. Und dann begann ein Wachstum. Sehen Sie?
Wir haben ein Signal. Lassen Sie uns ein Geschäft für den Fall machen. Gerade jetzt sehen wir einen roten Stab unter Null. Das ist ein gutes Signal. Machen wir ein Geschäft auf fallende Kurse. Ich hoffe, es gut geht. Aber ich möchte Sie gleich daran erinnern, dass das, was wir auf der Grafik und den Indikatoren sehen, nicht immer zu 100% zutrifft. Aber wenn wir entsprechend handeln, ist die Chance, dass wir Gewinne erzielen, größer. Aber es gibt keine 100%ige Strategie. Wenn es solche Strategien gäbe, wäre jeder 1 Millionär. Berücksichtigen Sie also verschiedene Faktoren. Was die Strategie mit unserem Oszillator angeht, so machen wir jetzt einen Deal für den Fall, weil der erste rote Stück unter Null erschienen ist und der zweite übrigens auch. Es ist also ein recht gutes Signal auf fallende Kurse zu setzen, denn diese Nulllinie wird überwunden, weil das ganze Histogramm vorher überwunden war. Und sobald, also ja, sehen Sie, das Geschäft ist verloren, aber das ist in Ordnung, das ist okay. Wir können einen anderen Deal machen, wenn er fällt. Wir können sogar den Betrag verdoppeln und 300 daraus machen, denn das Signal ist da. 2 Stacks, 2 rote Stäbchen unter Null. Man kann getrost mit dem vorherigen Verlust ausgleichen. Der Indikator sagt eindeutig, dass der Preis fallen wird. Wir hätten also einen größeren Betrag wählen können. Leider ist es mir nicht gelungen, das rechtzeitig zu tun. Ich hatte Angst, den Moment zu verpassen und bin sofort eingestiegen. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich das im Voraus bedenken und einen höheren Betrag wählen. Ich denke, das Geschäft wird erfolgreich abgeschlossen werden. Schon jetzt sehen wir auf der Grafik, wie es läuft. Wir haben also 1, 2, 3 rote Stäbchen unter Null. Also unter Null. Alles funktioniert. Das Geschäft schließt also erfolgreich mit Gewinn ab. Hätten wir den Betrag verdoppelt, hätten wir den vorherigen Verlust kompensiert und zusätzlich verdient. Aber ich denke, jetzt ist es wichtiger, Ihnen alles zu zeigen, damit Sie verstehen, wenn der Indikator funktioniert, wie man einen Einstiegspunkt findet und wie man ihn beachtet. Ich denke, wir sind fertig mit diesem. Im Grafik wechseln wir zu einer geeigneteren Option. Also suchen wir. Der neue Scheitelpunkt hat sich gebildet. Auch ein hervorragendes Beispiel. Schauen Sie, der erste Scheitelpunkt und der zweite Scheitelpunkt. Er bewegt sich auf 0 zu. Aber wir sehen ein Wachstum in der Grafik. Die Grafik steigt, aber der Oszillator fehlt. Das ist ein gutes Signal. Warten wir noch ein paar Sticks ab und machen wir einen Deal für fallende Kurse, weil es eine Divergenz gibt, natürlich. Ich denke, wir können sicher einsteigen, wenn diese Kerze geschlossen ist. Wir werden sehen, was das Histogramm uns zeigt und was auf der Grafik zu sehen wird. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Wir steigen nach unten ein und sehen, dass unsere Indikatoren perfekt sind. Wir sehen den ersten und den zweiten Scheitelpunkt. Der zweite Scheitelpunkt hat sich geschlossen und neue Scheitelpunkte tauchen auf. Bis jetzt hat dieser Scheitelpunkt mit Rot begonnen, mit einem roten Stab. Also ist ein gutes Signal. Beobachten wir den Prozess. Ausgezeichnet, der Indikator hat perfekt funktioniert und unsere Strategie hat uns einen Gewinn gebracht. Der Grafik steigt, aber wir sehen ein Signal auf dem Indikator. Er bewegt sich auf 0 zu. Super, das Geschäft ist erfolgreich. Das Signal hat super funktioniert. Sehen Sie, die Spitze war höher, dann niedriger wieder. Hat super funktioniert. Erst dann ist das Signal zum Fallen. Wie ich bereits erklärt habe, verwenden wir 2 Sticks die Nulllinie. Zuvor war der Oszillator steigend. Wir machen jetzt einen Deal für fallende Kurse und warten. Wunderbar, das Signal hat perfekt funktioniert. Wir haben $288 verdient, insgesamt ist die Strategie ziemlich sicher. Ja, es ist ziemlich schwierig, den richtigen Zeitpunkt für den Indikator zu finden, aber wenn man sich den Risikomanagement hält und nicht überstürzt, ist die Gewinnrate dieser Strategie ziemlich hoch. Also gefällt dieses Video, mögen Sie abonnieren meinen Kanal, vergessen über den Links in der Beschreibung.